Ich bin Ute Anjuna Kehrle und ich begrüße dich zur Heilmeditation im Garten deines Lebens. In der zweiten Heilmeditation betrachtest du den Garten deines bisherigen Lebens und erkundest seinen Zustand. Du erkennst, dass du von der neuen Erde getragen wirst, denn du bist bereits im Einklang mit dir selbst, mit der reinen Schwingung aus Licht, die du bist. Du erkennst auch dein ursprüngliches Wesen und bist wieder einmal bereit, einen neuen oder ursprünglichen Weg zu gehen. Du hast die Möglichkeit, in die ewige Wahrheit einzutauchen, um dich vollkommen zu erneuern in der heiligen und deshalb heilsamen Quelle des Lebens. Die zweite Heilmeditation ist in der Buchreihe Bewusstseins-Bildung in Band 2 dem inneren Kind zugeordnet. Der Text befindet sich wieder in Lebenswerte Meditation Band 3. Wenn du bereit bist, entspanne deinen Körper, deinen Geist und dich, Seele, und folge meinen Worten. Sie führen dich so, als würdest du selbst zu dir sprechen. Heilmeditation im Garten des Lebens. Ich bin bereit, denn ich habe ausreichend Zeit und Ruhe für die nachfolgende heilsame Meditation. Ich habe gut vorgesorgt, auch dafür, ungestört zu sein. Mein Körper legt sich nun ganz bequem auf die vorbereitete Unterlage und nutzt alle Decken und Kissen für seine Entspannung. Ich erlaube dir, mein Körper, die Lage so lange zu verändern, bis du dich richtig wohl fühlst. Ich, Seele, bin offen und nehme die Schwingung in den Worten so auf, als würde ich selbst zu mir sprechen. Ich lasse sie vertrauensvoll und langsam wie Watte in mich hineinsinken. Die Arme und Beine des Körpers sind schon ganz locker und entspannt. Die Schultern bereits gelöst und frei. Bei jedem Ausatmen sinkt mein Körper noch ein wenig tiefer in die Unterlage hinein. Ich löse
die Kontrolle vollkommen und gebe meinen Körper an Mutter Erde ab. Sie trägt ihn sicher und liebevoll auf ihrem machtvollen und fruchtbaren Boden. Ich Seele bleibe mit ihm verbunden und werde mich über mein liebendes, weit geöffnetes Herz jetzt ausschließlich mir selbst zuwenden. Ich lasse alle Vorstellungen hinter mir, sie begrenzen mein Sein und mich selbst. Wie ich beschließe, geschieht es. Mein Herz ist nun bereit, die ewige Liebe zu fühlen. Diese Liebe ist rein und frei und sie wird mich in die Heilung erheben. Ich vertraue und atme tief in meinen Bauch hinein. Alles fühlt sich locker, weich und entspannt an. Ich atme noch einmal tief in meinen Bauch hinein, auch dorthin, wo die Gefühle sitzen, und atme ganz leicht und ruhig wieder aus. Ich vertraue meinem Bauch. Ich vertraue meinen Gefühlen. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue der Liebe. Ich erlaube mir nun, über den Lichtpunkt, der ich bin, mit der weit geöffneten Intuition zu sehen und mit meinem liebenden, weit geöffneten Herzen zu fühlen. So betrete ich meine innere Landschaft, in der sich ein Garten befindet. Es ist der Garten meines derzeitigen Lebens. Ich erkunde seinen Zustand. Er ist sehr bunt, vielschichtig, sehr lebendig und reichhaltig, überfließend, erfüllend und sehr vielfältig. Ich sehe die bereits entfalteten Eigenschaften, Fähigkeiten und Talente.
Ich sehe den fruchtbaren Boden aus den reinen Gedanken, Worten und Handlungen. Und ich spüre die lichtvollen Gefühle wie weiches Gras unter meinen Fußsohlen. Voller Dankbarkeit gehe ich weiter in den Garten meines Lebens hinein. Die neue Erde trägt mich bereits, denn sie ist im Einklang mit mir selbst, mit meiner höchsten Schwingung aus reinem Licht. Ich sehe auch die wunderschönen Blumen, deren Düfte mich balsamisch einhüllen. Es sind die Tugenden durch die Freilegung der ursprünglichen Kräfte, die wieder in Erscheinung treten und zarte Knospen, sanftmütige Blüten und harmonische Bouquets preisgeben. Ich sehe die vielen Naturwesen, Feen und Elfen, die sich in Form von Vögeln, Insekten und Schmetterlingen in Blüten und Blättern meines Gartens voller Freude über meine Ankunft zeigen. Ich setze mich auf den fruchtbaren Boden in das tiefgrüne, samtweiche Gras. Alle Sinne sind jetzt erwacht, klar und erwartungsvoll weit geöffnet. In diesem Moment gesellt sich eine ganz besondere Elfe zu mir. Sie hat mich bereits erwartet. Wir kennen uns seit Urzeiten. Sie sorgt für meine Sicherheit und Geborgenheit, wenn ich wieder einmal vergessen habe, wer und was ich bin. Die Elfe verkörpert meine Selbstform, meine höchste Schwingung aus reinem Licht. Heute lehrt sie mich die spielende Leichtigkeit, die ich bin, damit ich auch künftig das Leben wieder spielend leicht erleben kann. Spielend zu leben bringt noch mehr Freude, Heiterkeit und Begeisterung in den wunderschönen Garten meines Lebens.
Zunächst jedoch erwartet meine Elfe, dass ich wieder einmal spielend loslassen kann, um mich für den weiteren Weg zu entlasten. Also bleibe ich zunächst dort, wo ich mich gerade befinde. Ich fokussiere mich auf das Wesentliche und lasse Belastendes los, das in der Gegenwart des reinen Lichtes augenblicklich auftaucht. Ich Seele spiele einfach mit wie ein Kind, denn ich bin ein Kind der höchsten Seele. Ich erhalte derzeit zur Gestaltung meines Gartens jegliche Unterstützung, die Nähe, Liebe, Fürsorge und Annahme der höchsten Seele. So heilen die Wunden der Dualität vollkommen und ich schöpfe gleichzeitig ein neues, lichtvolles Leben. Die höchste Seele hat niemals aufgehört, an mich zu glauben, mir zu vertrauen und mir Liebe zu schenken. Auch nicht in Zeiten der tiefsten Dunkelheit und Verlorenheit. Ich werde im Jetzt wieder so unbedarft und unschuldig, wie ich einst war. Vorübergehend darf ich einfach nur spielend wie ein Kind sein. Meine Elfe fliegt nun in ihrem machtvollen Licht vor mir hin und her. Ich weiß, es bedeutet, es ist nun an der Zeit, mir wieder einmal einen neuen Weg zu weisen. Dieser Weg führt mich zunächst zu einem wundervollen, gerade entstandenen Quelle in der Mitte meines Gartens. Ich erlaube mir, diese Quelle mit all meinen Sinnen wahrzunehmen und in mich aufzunehmen. Das klare, reine Wasser und auch die Pflanzen, Tiere und Mineralien, die sich an diesem Ort befinden.
Erinnerung steigt in mir auf. Alles wird plötzlich so vertraut. Ich nehme auch das einzigartige Licht, die unbeschreiblichen Farben und Klänge, die intensiven Düfte von Früchten und Kräutern wahr. Ich spüre eine tiefe Sehnsucht und gleichzeitig ein Wiedererkennen in mir. Und ich fühle mich bereit, in diese Quelle einzutauchen. Ich beginne zunächst, meine alten Kleider abzulegen. Sie entsprechen längst überholten Emotionen, Gefühlen und Wertvorstellungen, die gestern noch wichtig waren. Gleichzeitig nehme ich auch alle alten und jetzt längst überholten und sehr feinen Verbindungslinien dazu wahr. Es sind die Gedanken, Begegnungen und Berührungen, die ich nun hinter mir lassen kann. Dafür ist meine lichtvolle Elfe jetzt ganz nah bei mir. Sie kennt den kurzen, zuckenden, schmerzhaften Schnitt, der durch die Trennung vom alten Leben entsteht. Und während ich alles geschehen lassen kann, reicht mir meine Elfe unterstützend ihre lichtvollen Hände. Sie hält mich für die neue Geburt. Sie tröstet mich und richtet mich wieder auf. Und führt mich ganz langsam und behutsam einen kleinen Hang hinauf. Die Quelle befindet sich mitten in einem ruhigen, spiegelglatten See. Frei und losgelöst betrete ich das ewige Wasser und bewege mich sanft auf die Quelle zu.
Ich erkenne an, die Quelle ist magisch, heilend und heilig zugleich. Ich spüre, wie sich die Farben und Energien fortlaufend verändern. Alles Alte fließt nun aus allen körperlichen und feinstofflichen Poren, Zellen und Genen und wird vom Wasser liebevoll umgepolt. Ich fühle und lasse geschehen. Alles in mir und um mich herum verändert sich fließend. Die Atmosphäre wandelt sich gemäß der Klärung in meinen lichtvollen Körpern und wird immer heller, lichter und reiner. Ich erlaube auch meinem physischen Körper von dem heilsamen Wasser zu trinken und sich vollkommen damit anzufüllen. Mein Körper nimmt durch das reichhaltige Wasser genau die reinen Qualitäten und Kräfte auf, die er derzeit für seine Heilung benötigt. Ganz natürlich. Ich, Seele, werde tief berührt und geführt vom ewigen Licht, der reinen Liebe. Ich bin im Einklang mit mir selbst. Das Wasser ist nun mit weißem Licht angereichert, das gleichzeitig wie Diamanten funkelt und alle Farben des Regenbogens einschließt. Ich empfinde ein tiefes, stilles Glück. Ich verbringe viel Zeit in der Quelle, damit auch die Säule meines Lebens, die Wirbelsäule, vollkommen durchströmt werden kann.
Ich lasse alles zu, was hier aus Urzeiten auftaucht, erscheint und in die Heilung fließen möchte. Ja, alles ist gut und richtig. So wie es erscheint, ist es die Wahrheit. Ich sehe und bin bereit, meine Beteiligung durch Beurteilung anzunehmen. Ich sehe, dass ich dafür verantwortlich war, dass die göttliche Quelle in mir durch meine Bewertungen verschlossen wurde. Ich spüre nun, wie die Heilströme der Liebe in der Wirbelsäule alle Verbindungsstränge der heiligen Geometrie wieder aufrichten und begradigen, bis sich auch hier allmählich Leichtigkeit, Heiterkeit und Reinheit einfindet. Wahre Heilung ist einfach und voller Wunder. Die Blume des Lebens ist wieder erblüht. Ich erlaube mir auch, die Leichtigkeit und Reinheit einzuatmen und sie in meinem Herzen aufzunehmen. Am Ufer der Quelle wartet meine lichtvolle Elfe nun auf mich und zeigt mir meine neuen Kleider. Es sind die ursprünglichen Kleider aus Heiterkeit und Leichtigkeit. Sie sind inzwischen für mich neu gewebt. Sind sie nicht herrlich? Und ich bin bereit, aus dem Wasser herauszusteigen und auf meine Elfe zuzugehen. Der See ist augenblicklich hinter mir wieder ruhig und spiegelglatt, obwohl eine leichte Bewegung aus der Quelle aufsteigt. Und während ich das neue Kleid anziehe und die Elfe mir liebevoll hineinhilft, bemerke ich, dass unsere Kleider gleich sind. Sie wurden aus magischem,
majestätisch schillerndem Licht gewebt. Eine unbeschreibliche Farbenpracht und Intensität umgibt uns. Was für eine gnadenvolle Heilung. Ich bedanke mich aus tiefster Liebe bei meiner Elfe und der höchsten Seele. Und ich höre zu, wie es uns ab jetzt gemeinsam gelingen kann, auch im Körper leicht, heiter und rein zu bleiben. Ich höre auch die Bitte, Mutter Erde und alles, was sich auf ihr befindet, achtsam, liebevoll und stets mitfühlend zu begegnen. Solange ich im Körper verweile, ist Mutter Erde stets ein Teil von mir selbst. Sie wird sich immer weiter der lichtvollen Schwingung anpassen, das ist sicher. Zum Abschied erhalte ich eine Segnung für meine gesamte Aura. Ich erlaube mir, die Segnung vorübergehend als Schutzschirm zu fühlen, anzunehmen und mitzunehmen. Meine kleine Elfe reicht mir nun einen Spiegel, sodass ich mich in meinem neuen Gewand und gleichzeitig auch uns beide betrachten kann. Ja, ich sehe unsere Gleichheit und nehme das Bild tief in mich auf. Verbunden mit dem Gefühl der reinen Liebe, das mich dabei umhüllt. Ja, ich habe diese Gleichheit, die ich durch meine Hingabe erschaffen habe, selbst herbeigeführt. Ich nehme das Geschenk der Erkenntnis und das Gefühl der reinen Liebe bereitwillig entgegen. Und ja, das neue Kleid ist jetzt passend für mich. Gemeinsam kehren wir zurück und gehen auch weiterhin durch den wunderschönen Garten meines derzeitigen Lebens, das nun wieder angereichert ist durch die immerwährende göttliche Quelle in mir selbst.
Ich bin unendlich dankbar dafür, denn alles ist vertraut, alles ist gut, alles ist vorhanden, alles ist gesichert. Mein Garten, die Liebe und ich selbst, wir sind eins.